und wunderschönen guten Morgen aus Alesund. Wir sind gerade vorhin in Alesund angekommen, haben eine relativ kurze Liegezeit heute hier. Wir sind um 8 festgemacht worden und liegen tatsächlich nur bis um 13 Uhr, also wir haben nicht so viel Zeit heute hier. Trotzdem wollen wir gerne was auf eigene Faust machen. Hier gibt es den sogenannten Hausberg Axler mit einigen Treppenstufen, den man hochsteigen kann und von oben soll man eine ganz schöne Aussicht haben, komplett über Alesund. Und ja, das wollen wir heute ausprobieren und machen uns gleich auf den Weg und besteigen den Berg. Ich hoffe, das Wetter hält. Es ist momentan noch ein bisschen trüb, aber laut dem Kapitän soll das Wetter einigermaßen halten. Es könnten vielleicht 1, 2 Schauer sein. Und ansonsten sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Wir beschweren uns aber überhaupt gar nicht mehr über das Wetter, weil wir heute Nacht wieder extrem viel Glück mit dem Wetter hatten. Es war eine sternklare Nacht und wir haben wieder die Nordlichter gesehen. Und es war sogar noch beeindruckender und faszinierender als die Nacht davor. Da wir einfach sternklar hatten, hat man auch richtig die Schweife gesehen und ja, es war wirklich unglaublich, ein einmaliges Erlebnis. Und man braucht ein bisschen Geduld. Also am besten lädt ihr euch, wie ich schon gesagt habe, diese eine Polarlicht-App runter. Ich kann auch gerne verlinken, welche wir da benutzt haben. Und dann kann man den Standort eingeben und dann kann man auch immer aktuell mitverfolgen, wie denn gerade die Wahrscheinlichkeit ist, die Polarlichter zu sehen. Man bekommt auch, wenn man das einstellt, so eine Push-Nachricht. Also wenn ihr dann gerade zum Beispiel im Theatrium seid und die Nordlichter sind möglicherweise sichtbar, bekommt ihr dann auch eine entsprechende Push-Nachricht. Was uns allerdings auch wieder sehr erstaunt hat, ich hatte mir immer das so vorgestellt, wenn die Nordlichter da sind, dann ziehen sie so rüber wie so eine Wolke, aber dem ist tatsächlich nicht so. Also die kommen ganz plötzlich und verschwinden auch dementsprechend ganz plötzlich wieder. Also wenn die Nordlichter da sind, dann kann es unter Umständen sein, dass ihr wirklich sehr, sehr schnell sein müsst. Wir hatten gestern das Glück, dass sie zwar immer mal wieder weggegangen sind, aber dann auch genauso schnell wieder gekommen sind. Also wir hatten, glaube ich, gestern so 2 Stunden am Stück, wo die Polarlichter richtig gut sichtbar waren, auch tatsächlich mit dem bloßen Auge hat man die Schweife sehen können und war unglaublich. Deswegen, wenn ihr eine Balkonkabine habt und in der Nähe von Trondheim unterwegs seid, setzt euch einfach mal auf den Balkon mit eurem Handy. Wie gesagt, mit dem Handy hatte ich schon erwähnt, scannt den Himmel mit dem Handy ab, weil manchmal ist es so, dass ihr mit dem bloßen Auge die Polarlichter noch nicht sehen könnt, aber durch die Handykamera kann man sie dann schon sehr gut sehen. Falls ihr keine Balkonkabine haben solltet, oben gibt's ein großes Pooldeck, dann setzt euch einfach oben hin auf das Pooldeck und dann, probiert es aus. Die Polarlichter, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist so die Hauptsaison in Anführungszeichen der Polarlichter zwischen Ende September, Oktober bis so Januar, Februar. Das sind so die Zeiten, wo man wohl die Polarlichter am besten sehen kann. Mit den Polarlichtern, man muss einfach Glück haben, weil manchmal kommen sie nicht ganz so weit runter. Aber in Trondheim war das jetzt tatsächlich sehr gut sichtbar. Ja, ich würde sagen, mir wird langsam heiß hier in meinem dicken Pulli. Wir ziehen uns mal an und machen uns auf den Weg und zeigen euch dann noch ein paar Impressionen von dem heutigen Tag in Alesund. Viel Spaß!